Worum dreht es sich im heutigen Video? Ich habe wieder ein bisschen an FlexPacket und APS-Map gearbeitet. Das möchte ich euch kurz zeigen. Wir starten als erstes mit FlexPacket. Ihr kennt das ja so, also am Design hat sich jetzt nicht grundsätzlich etwas geändert. Das, was sich geändert hat, ist so ein bisschen unter der Haube, was die grafische Darstellung angeht. Nach wie vor ist es farbig. Ich habe das jetzt noch ein bisschen erweitert. Der ANSI-Standard bezogen auf Grafiken und Farbe ist deutlich weiter beziehungsweise ist deutlich komplexer, als ich vorher implementiert habe. Das habe ich nun geändert. Das kann man in der Packet Radio Box gar nicht so zeigen, aber man kann von meiner Packet Radio Box aus in meine Dial-In BBS und dort werde ich euch zeigen, dass FlexPacket, was ANSI angeht, deutlich fortgeschrittener ist als vorher. Das dauert jetzt natürlich ein bisschen länger alles. Die Dial-In BBS, gerade die grafischen Elemente, das über Packet Radio, auch wenn es 9K6 ist, zu übertragen. Das ist da aber so viel nicht auf Packet Radio los ist, zumindest hier in meiner Ecke nicht, dachte ich tue es einfach trotzdem. So, falls ihr es nicht so schnell gesehen habt, ich benutze als Dial-In BBS Synchronet. Das ist jetzt noch der normale ANSI-Modus. Ich unterstütze ANSI noch nicht zu 100%. Ich weiß auch nicht, ob ich die 100% hinbekomme. Denn es gibt einfach Dinge, die funktionieren so nicht in Packet Radio. Beispiel bei vieles müssen wir ein Carriage Return mitsenden, damit die Gegenstation weiß, okay, ich darf diese Pakete jetzt bearbeiten. Das ist bei Dial-In BBS so ein bisschen anders. Da ist Carriage Return manchmal einfach nur eine Leerzeile und nicht ein Abschluss eines Befehls. So werden wir hier warten, möchte ich Uwe Danke sagen. Uwe hat heute für die Weiterentwicklung von meiner Amateurfunksoftware gespendet. Ganz herzlichen Dank, Uwe. So, ihr habt schon gesehen, die Frage mit Does your terminal support mouse reporting hat er automatisch Yes eingetragen. Denn ich unterstütze, beziehungsweise das Terminal-Fenster unterstützt jetzt auch Mouse Reporting. Das ist noch ein bisschen buggy. Achso, wie heiße ich? Ich heiße Testuser 123. Das ist jetzt natürlich nicht mein Account. Ich habe mich ja als Gast angemeldet und deswegen tippe ich jetzt einfach irgendetwas. Ihr seht auch schon an den Umbrüchen hier, dass auch da noch das eine oder andere fehlt. So ehrlich muss man natürlich auch sein, ich werde diese 100% ANSI nicht implementieren können. Wie gesagt, weil es einfach schon aufgrund der technischen Hürde im Packet Radio einfach nicht funktionsfähig ist. Ja, wo wohne ich? Ich wohne in Nix.
Und das beantworte ich auch mit nix. Ich muss hier jetzt ein bisschen hochscrollen. Das ist noch ein Bug, dass er von sich aus eine Zeile nach unten springt, beziehungsweise ich glaube, das waren zwei. So, man sieht, ich habe das jetzt schon öfters mal probiert. So, und da seht ihr schon, wir haben hier oben grafische Elemente. Es gibt jetzt reelles Positioning, das heißt, an sie kann man sagen, an welche Position ein Zeichen erstellt werden soll. Das geht im Packet Ready per Default natürlich nicht. Ich habe das hier implementiert, daher können hier eben positionsbestimmt Characters hingesetzt werden. In der Dial-In BBS könnte man das hier jetzt anklicken. Das kann ich auch. Ich warte mal, bis er hier fertig ist. Ich weiß nicht, ob man das akustisch nämlich hören wird. So, wenn ich hier jetzt auf Message gehe, wenn man das nicht hört, achtet mal auf das Funkgerät hier. Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt. Bei meinem Mausklick ging er auf Senden. Also der Befehl für die Mausklick, der wird übermittelt, aber auf der Gegenseite wird er nicht so interpretiert, wie es sein müsste, weil, das ist meine Vermutung, ein Carriage Return fehlt. Aber ich dürfte an dieser Stelle vom ANSI-Standard her kein Carriage Return senden. Ich muss das noch genauer analysieren, aber da muss ich auch wieder ganz ehrlich sein, das ist jetzt natürlich nur eine Spielerei. Im Packet Radio benötigen wir das eigentlich nicht, aber die Frage, die ich mir natürlich selber stelle, ist, wo gehen wir hin mit Packet Radio? Werden wir das so behalten, wie es die letzten, ich übertreibe jetzt, 50 Jahre waren? Ich habe ja schon OpenBCM dahingehend geändert, dass wir da ANSI Colors haben. Werden wir vielleicht auch dahin gehen, dass wir eben doch ein paar mehr Elemente von ANSI unterstützen. Das muss jetzt überhaupt nicht so etwas aufwendig sein. Das ist wirklich oversized. Ja, das geht hier jetzt mit 9K6. Ich habe das auch mit 1K2 probiert, funktioniert auch wunderbar. Wenn ich alleine drauf bin, ich habe das natürlich noch nicht probiert, wenn jemand anderes noch mit auf Node oder in der BBS ist oder überhaupt auf der Frequenz ist. Mit 300 Baud braucht man gar nicht sich drüber unterhalten, wie das dann sein wird. Aber vielleicht macht man sich mal Gedanken, was könnte man oder wie könnten die Mailboxen und die Nodes in Zukunft aussehen, wenn wir eben Terminal-Programme haben, die ANSI unterstützen und die ANSI auch ein bisschen mehr unterstützen, so wie ich das hier jetzt gemacht habe. Gut, das ist das Hauptsächliche, was ich jetzt hinzugefügt habe. Ich gehe hier wieder raus, weil die Steuerung ist so nicht sinnvoll. Ich komme so weiter nicht rein. Ich könnte hier jetzt ein bisschen rumtricksen. Aber wie gesagt, das ist jetzt nicht sinnvoll. Ich wollte jetzt nur demonstrieren an sich, dass das ANSI zu einem höheren Anteil, also prozentuellen Anteil jetzt in FlexPacket unterstützt wird.
Ich warte jetzt noch und gehe, also ihr seht, er geht jetzt auf Message, aber nicht wegen dem Mausklick, sondern weil ich nachträglich nochmal das M losgeschickt habe mit Catch Return. Gut, aber ich disconnecte das jetzt und dann gehen wir weiter. Und zwar habe ich als nächstes APS Map. Und in APS Map habe ich Mesh Core hinzugefügt. Das sind diese kleinen Devices. Ihr habt das schon in 2 Videos von mir gesehen. Ich werde das in diesem Video nicht genauer erklären, was Mesh Core ist. Ich denke, es gibt viel bessere YouTube-Videos, um zu lernen, was Mesh Core ist, was man damit machen kann. Das, was ich hier jetzt hinzugefügt habe, ist die Unterstützung vom Mesh Core, aber nur rudimentär. Ein APS-Map Programm ist kein Ersatz für Mesh Core Clients, ob das nun am Computer ist. Unter Linux gibt es einen Mesh Core Client, ja, um eben direkt am Computer zu chatten oder eben übers Handy. Ihr kennt die Applikation, die Apps wahrscheinlich. Also, wie gesagt, es ist kein Ersatz, absolut kein Ersatz dafür. Ich habe hier keinen Chat drinne, ihr könnt keine Advices versenden und dergleichen. Das, was ich implementiert habe, ist, dass ich die Station anzeige. Die versenden ja auch Positionsdaten. Daher habe ich gesagt, gut, macht vielleicht Sinn, die mit anzuzeigen. Man muss es ja nicht, man kann es ja deaktivieren. Und so können wir hier eben überall die Nodes und wenn die User es auch wollen, die User angezeigt bekommen. Ich habe noch ein Feature hinzugefügt, aber da gibt es keinen Standard. Ich habe mir jetzt einfach nur irgendetwas ausgedacht. Und zwar, wenn man Meshcore Messages verschickt, die dem APS-Message-Aufbau entsprechen, für Positionsdaten als auch für Wetterdaten als Beispiel, dann werden die auch interpretiert. Intern geht APS-Map mit den Meshcore-Messages genauso um wie mit einer ganz normalen APS-Message. Er interpretiert den Content und stellt ihn dann dar. Die Nodes werden hier angezeigt, die Messages werden auch angezeigt. Aber eben wie APS-Messages und Bulletins. Hier kam bislang wieder noch kein an. Ich weiß auch gar nicht, ob ich hier im Keller überhaupt Empfang habe. Aber die würden dann genauso aufgebaut sein wie die APS-Messages. Nur eben von der Länge ein bisschen anders. Ob ich das umbaue, das weiß ich noch nicht. Meine Priorität liegt aktuell nicht darauf. Ich möchte gerne Dump 1090 rausbekommen und das Native in APS mit einbauen. Ich würde auch ganz gerne die Positionsdaten von Schiffen mit hinzufügen. Aber das sind To-Dos, die werde ich in den nächsten Monaten realisieren und nicht jetzt. Ja, war das jetzt sinnvoll, Meshcore mit aufzunehmen? Die Frage kann ich ganz ehrlich gar nicht zu 100% beantworten. Ich denke, beziehungsweise für mich ja, wenn es sich um Positionsinformationen handelt.
zeige hier auch Wetterballons auf, ich zeige Amateurfunkstationen auf. Wenn er sich mit CB APS verbindet, dann auch CB-Stationen. Am Ende des Tages möchte ich Positionsdaten anzeigen von den Stationen, die ausgesendet werden und deren Messages wie zum Beispiel WX interpretieren oder auch die Geschwindigkeit. Ich habe das in den vergangenen Videos ja schon mal gezeigt, wie das denn aussieht. Und in dem Zuge habe ich mir eben auch überlegt, mit Mesh-Core ist es doch vom Prinzip her nicht anders. Es sind Daten, da sind Positionsinformationen enthalten und wenn man eben eine Mesh-Core-Nachricht mit APS-Informationen verschickt, dann könnten auch noch die interpretiert werden. So war mein Gedankengang. Also packt das doch einfach mal rein. Ja, ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr das für sinnvoll haltet oder ob ich falsch abgebogen bin. Am Ende des Tages ist das für mich tatsächlich nur eine Library. Ich habe das abgetrennt von dem Rest, wie alles andere auch. Also auch Mode S ist eine eigene Library, damit ich eben die Übersicht nicht verliere und wenn irgendetwas in naher Zukunft nicht mehr unterstützt wird, dann nehme ich einfach die Library und die Referenz raus und APS-Map funktioniert immer noch. Und gleich bedeutet das aber auch, ich kann sehr schnell und sehr einfach was Neues hinzufügen. Vielleicht ist auch Mesh-Core eine schlechte Wahl und besser wäre, Meshtastic zu verwenden. Vielleicht auch beides. Ja, schreibt doch mal bitte eure Gedanken da rein und genauso, was ihr noch für Wünsche hättet, was ihr bei APS-Map vermisst, ob ich spezielle Aussendungen noch unterstützen soll, ob ihr Wetterballons habt, die ich nicht unterstütze. Ich kenne mich bei den Wetterballons tatsächlich gar nicht aus. Ich habe eben nur die genommen, die ich hier unter APS mal erwischt habe und die habe ich dann auch interpretiert. Das gleiche gilt übrigens auch für FlexPacket, wenn ihr Ideen habt. Oder Hardware, ja stimmt, das kann ich mal zeigen. Ich hab von einem lieben OM dieses, kann man das sehen? Jawohl, kann man dieses Packrads 232 bekommen, um in FlexPacket die Unterstützung dafür hinzuzufügen. Ja, das hat er ganz lieb vorbeigebracht. Also er hatte mich gefragt, kann ich das hinzufügen? Ich sagte, naja, wenn ich die Hardware habe, dann probiere ich das einfach aus. Und so kam Klaus-Peter rum und hat ihn vorbeigebracht. Und jetzt werde ich den in den nächsten Monaten versuchen, in FlexPacket hinzuzufügen. Ich habe keine Ahnung, was das für ein Protokoll spricht. Ich habe in der Dokumentation gesehen, die allerersten Versionen haben irgendetwas Eigenes gemacht, die späteren KISS. Schauen wir mal. Vielleicht geht das ganz einfach, vielleicht ist das auch sehr kompliziert. Ich lasse mich überraschen. Ich will ja nur sagen, habt ihr Hardware, die ihr unterstützt haben wollt, ich aber nicht unterstütze, irgendwas Spezielles, oder habt ihr Ideen zu FlexPacket, genauso zu APS-Map, wo ihr sagt, das habe ich mir schon immer in meinem Packet Radio Programm gewünscht und das habe ich vermisst. Schreibt es mir in die Kommentare oder schickt es als E-Mail oder eröffnet, und das ist noch viel besser, eröffnet Issues auf GitHub. Ganz besonders, wenn ihr Fehler habt mit meiner Software, eröffnet Issues auf GitHub. Dann sehen auch die anderen, dass es da ein Problem gibt und sie sehen auch, dass dran gearbeitet wird. Ja, gut, ich weiß jetzt gar nicht, wie lange ich gesappelt habe, aber das spielt auch keine Rolle. Ich bin gespannt, ob ich nicht doch irgendetwas rausschneide.
Ansonsten auf Wiedersehen.